Der Schurke macht sich am Schloss zu schaffen. Und als du dich dann anschickst, den Deckel zu öffnen, stellst du fest, dass der Deckel anfängt, sich von alleine zu öffnen. Und in dem Holz der Truhe öffnen sich auf einmal auch noch eine ganze Reihe von Augen unterschiedlicher Größe, die dich anblicken. Weg! Zurück! I have to say, this is the best George R. R. Martin costume I have seen so far in this con. Yes, I've been role-playing for many years, and getting the costume right is important. Kannst du dir das merken, Sieg? Ich weiß nicht, kannst du es nochmal wiederholen? Ein Siegel. Sieg ist gebrochen worden. Ja. Es nähert sich etwas von dem verbrannten Land, dass das Land verbrennen wird. Sieg, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Das kann doch nicht sein. Ich bin ein allweiser Gott, aber du schaffst selbst mich abzulenken. Also. Das Tieranwälte-Tanzrollenspiel. Führe ich eine zweihändige Hiebwaffe und mit der anderen Hand beherrsche ich elfische Magie. Was? Das ist lustig. Pizza-Pirat, hallo Basti fragt, hat Chewbacca eigentlich so einen Dödel mit Widerhaken wie andere Kanide? George Lucas antwortet nicht auf meine Mails. What? Wir werden das im Laufe des Let's Plays klären, da bin ich mir sicher. Nein! Kommen wir zum Lesematerial. Da klingelt der Eismann. Es ist Sommer und wir stehen in einem Wohngebiet. Der Kameramann guckte gerade ganz aufmerksam. Hallo. Hallo. Aber Willst du ein Eis? Der Eismann. Willst du ein Eis? Der Mensch hinter der Kamera hat mich verleitet, bei Pippos Eiswagen, der hier gerade noch mal schnell vorbeifuhr, unter anderem Erdbeereis zu kaufen. Und die Eule bringe ich trotzdem um. Ich mag's, wenn Tierblut spritzt. Nur für den Fall, dass wir das hier überleben sollten, also nur mal für den unwahrscheinlichen Fall, dann würde ich mich sehr gerne mit dir auf einen Tee treffen. Welche Sorte? Guten Abend, alle da draußen. Wir machen weiter mit Mass Effect 3. Weil ich es kann und weil ich es will und weil ich immer noch nicht durch bin. Also ich habe sogar noch eine Menge von dem Spiel vor mir, würde ich sagen. Wie ist denn unser Stand gerade in unserer großen Kampagne, die Galaxis dazu zu bringen, mit uns zusammen gegen die Reaper zu kämpfen? Ich meine, eigentlich sollte es naheliegend sein. Hier, da kommen große, nach ekelhaften Parasiten, die normalerweise nur in deinen Augenbrauen leben, aussehende Aliens, die uns alle vernichten wollen. Wollen wir gegen sie kämpfen oder wollen wir erstmal eine ganze Weile diskutieren? Ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund entscheiden sich eine Menge Leute hier für diskutieren.
Aber die Allianz hat schon 855, Excerberus 50, Krokana 25, da geht noch mehr. Solarianer 20, die Turianer nur 10. Was stimmt nicht mit euch? Und das ist nur Essen. Okay. Also, da müssen wir noch einiges regeln. Weil ansonsten haben wir keine Chance, das zu schaffen. Joggen wir also mal wieder. Hey, Rex. Need something, Shepard? Ihr lasst mich wissen, wenn Ton und alles zusammenpasst, ne? Und beziehungsweise ihr lasst mich vor allen Dingen wissen, wenn es nicht zusammenpasst. What will you do after the genophage is cured? Once we deal with the Reapers, most Krogan will want to settle a score with the Turians and Solarians. I won't let them. That isn't our path forward. This time will be different. Nein, 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 rächt euch ruhig. Das ist sicher eine super Idee. A lot of people will be relieved to hear that. No one wants to repeat history. They know we probably win this time, but war has never brought us anything except misery. It's time to focus on rebuilding. What's the situation back on Tuchanka? I'm still getting scattered reports of Reaper forces arriving. Something big is brewing. I won't let those things take Tuchanka. Not when we're about to cure the genophage. My people have had enough bad luck in our time. Back on Sirkesh, it looked like the female Krogan could hold her own. Our females don't lack for spirit. For males, a good show of force sorts things out. But females like to talk about it. Then think about it. Then talk about it some more. No offense. Believe it or not, we sometimes have good ideas, Rex. You should try listening. Yeah, but our women have so many of them. So sometimes I pretend to listen and... Well, let's just say Krogan females have tempers too. That's it for now, Rex. Let's get back to work. Yeah. Something wrong? Morden. He got his tissue sample from me, all right. Let's just say scalpels were never meant to cut where he cut. Ich will es gar nicht genauer wissen, Rex. You hear we had to evac another colony? We're losing a lot. Don't hear about the Reapers losing much. Well, Reapers don't have colonies. Neither does Cerberus. Okay. Haben wir Nachrichten? Nope, keine Nachrichten. Was haben wir denn an Sachen, die anstehen? Oh, okay. Die Managerform für Aliens, die ich auf der Citadel verteilen soll, wenn ich mich richtig erinnere, war die für die Quallen-Aliens. Cerberus-Entführungen, Cerberus-Angriff. Ein turianisches Schiff ist auf Tuchanka abgestürzt. Ist er ohnehin nach Tuchanka? Okay, ich soll Dinge auf der Citadel verteilen. Und Cerberus einen auf die Birne geben und generell versuchen, den Leuten zu helfen. So. Ah, 20% der Aktivposten erhalten. Das ist nicht viel. Aber scannen können wir gerne offscreen machen. Das ist nicht so spannend. Okay, was machen wir jetzt? Lasst uns dieses Reaper-verseuchte Gebiet verlassen für ein anderes Reaper-verseuchtes Gebiet. Hier werden Leute von Cerberus entführt. Also sehr, sehr viele von den Missionen wollen, dass ich nach Tuchanka gehe.
Ich denke, das ist auch schlau, weil dann die Turianer überhaupt erst bereit sind, irgendwas zu unternehmen, wenn wir nämlich die ganzen Kroganer nach Palaven zu den turianischen Heimatplaneten schicken können, dass die dort denen helfen, gegen die Reaper Widerstand zu leisten. Aber vielleicht zum Aufwärmen erstmal. Ein paar Cerberus-Entführungen? Swoosh! Wie viel Sprit haben wir denn noch? Gar nicht so viel, aber dafür sollte es noch reichen. Okay. Man soll den Planeten generell erobern. Okay. Die Reaper waren hier und haben versucht, möglichst alles zu vernichten, was ihnen Kommunikation erlaubt. Aber da sind irgendwelche Leute, die nicht dorthin können. Moment, Oberflächentemperatur 63 Grad Celsius. Sauna, schön, cool. Landen wir mal. Und schauen, was das für eine Mission ist. Wen nehmen wir mit? Das ist mit Garrus und Javik. Das passt schon. Das haben wir an Punkten. Ich glaube, ich spare auf Fitness. Ja, lassen wir erstmal so. Shepard, Cerberus strike squads have infiltrated one of the major cities on Benning. Initial reports indicated they were recruiting civilians, but further investigation suggested that people are being taken against their will. For what purpose? Unknown. We sent a recon team to investigate, and the Cerberus squads reacted by targeting civilians in public facilities. Officially, Cerberus is denying responsibility and condemning the action. They're either lying, or we're dealing with a rogue faction. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue lifeline to the rest of the city. Approaching the drop point, Commander. Copy that, Lieutenant. The people down there are counting on you, Commander. Hack it out. Und deswegen gehen wir mit 3 Leuten und einem kleinen Shuttle hier runter. Das wird schon sicherlich alles richten. Ich habe das Gefühl, das ist wieder eine von den Multiplayer-Karten. Ja, da fiel gerade jemand tot um. Sind wir schon zu spät? Wer ist denn hier alles? Wow. Okay. Wo ist denn das andere Geschütz? Okay. Geh mal weg, Javik. Boah. Gut gemacht, Bob. Warum habt ihr so viel Spaß mit Granaten? Nein.
Where are they? Updating your nav point. You can intercept them there. They won't know what hit them. Okay, cool. Ja, das ist... Ah! Der Chat glaubt, Walker ist auf der Gegenseite. Deswegen die Granaten. Das würde vieles erklären. Wir haben die KI mit Material von einem einzigen Spieler gefüttert. We're going to die here. Look, reinforcements are here. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. Bob. Was machst du, Bob? Ah, sie haben Bob getötet. Was ist eigentlich hier alles am Rumliegen? Ja, wir kriegen da sicher noch eine Gelegenheit zu. Ja, Nemo, halt dich vom Taxistand fern. Finger weg von Bob. Okay. Ich weiß, das ist eigentlich ein Deckungsshooter, aber... Wir haben keine Munition mehr. Das finde ich unhöflich. Oh, Entschuldigung, Javik. Ist es irgendwann mal hier auch fertig? Shepard, kannst du da rüber? Danke, danke, genau. Ja, da oben kommen wieder Leute. Bis es ja die Dreistigkeit von der Seite auf mich zu schießen. Okay. Sag mal. Diese Mission weiß nicht, wann sie zu lang ist. Danke, Garrus.
Haben wir es jetzt? Da ist noch eine einzige arme Sau. Upsi. Ja, niemand redet mit mir. Lauft einfach in Schatten. Ich habe das Gefühl, dass Cerberus hier irgendwie sich echt verschätzt hat, was die Ressourcen angeht. Wie viele Leute sterben jetzt hier, um 3 Zivilisten zu fangen? Na, endlich. Genau wie Reinhard fragt, was ist denn überhaupt das Ziel von Cerberus hier ist. Das wöchentliche soll für böse sein auch nicht erreicht. Good work, everyone. I'll pick you up at the LZ, Commander. Cortez, bringen Sie uns zurück zur Story. We're getting reports of continuing strikes against other cities on Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them. Gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying a foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. I hope we can say the same for Earth. One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us. Carry on. Hat das irgendwas geändert? Oh, Tatsache, die Allianz hat ein paar Punkte dazu bekommen. Immerhin. So, Reapers don't have colonies. You can't bomb them or you're bombing what's left of your own planet. They make their own soldiers out of our civilians. They don't have supply lines. Sag mal, könnt ihr mit diesen unglaublich deprimierenden Geschichten in der Dekontamination einfach mal aufhören? Oder Sicherheitsschleuse oder was auch immer das ist? Also das Ding, was verzögert, dass man durchläuft, damit es Zeit hat, den Rest des Schiffes zu laden. Reinhard fragt, wird eigentlich Nico im Hintergrund vom Hund aufgegessen? Ich hoffe nicht. Der Hund verträgt nämlich nicht alles. Aber ich glaube nicht. Auch wenn ich gerade weder Nico noch den Hund sehen kann. Das könnte natürlich könnten schlechte Vorzeichen sein, ich gebe es zu. Der Hund hat sehr lautstark sein Trockenfutter gegessen. Ich entschuldige mich dafür. Oh. Aber mir geht's gut. Das freut mich, dass es euch beiden gut geht. Und dass der Hund sein neues Trockenfutter frisst. Yay! Der Hund ist jetzt nämlich alt genug, dass er kein Welpenfutter mehr kriegt. Und wir haben uns, also ich weiß nicht, wie viel unser Verschulden ist, aber der Hund ist wählerisch, was sein Essen angeht, speziell Trockenfutter. Ist da nicht so begeistert von. Ist dies etwa eine gesunde und ausgewogene Diät, die genau auf meine Körpergröße und mein Alter angepasst ist? Bäh! Okay. Dann haben wir aktuell erstmal nichts anderes. Und springen nach Tuchanka. Da können wir, glaube ich, auch wieder tanken. Sehr schön. Dass ich als Retter der Galaxis nicht umsonst tanken kann, ist auch echt. Also,
Was machen wir? Cerberus Angriff ist wahrscheinlich... auch nicht so toll. Das könnte wieder einer von diesen Standard... Hast du nicht gesehen Sachen sein? Vielleicht holen wir erstmal den turianischen Überlebenden raus. Keine Punkte gekriegt. Yay. Hat sich richtig gelohnt. This crash site's a nightmare. Edie, try to raise Lieutenant Victus. Yes, ma'am. Praetorian Commander, what happened here is... let's just say the Turian Code is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, ma'am, but the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. Dies ist tatsächlich eine Mission, was man unter anderem daran erkennt, dass es dafür Voicelines gibt, die aufgenommen wurden. Edie, did you raise Lieutenant Victus? Yes, but the connection is bad. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Got it. Things get worse by the minute. My men are dying. This sounds bad. Let's move. Looks worse than I feared. Tuchanka. A secret Turian mission on Tuchanka is especially odd. Thoughts? It doesn't matter. Our mission is clear. Silence. Enemies ahead. Quick, we don't want them to call for backup. Ich würde sagen, das hat funktioniert. Escape pod. Our first casualties. Survived the crash, but then a harvester took out the pod. Died in the explosion? Or dragged out and eaten by husks. Woran sehen wir, dass das ein Harvester kaputt gemacht hat? Ich vertraue einfach mal dem turianischen Experten. Okay. I have a visual on the enemy, and there's an escape pod just beyond. Looks like the Turians are in tough. Enemies up ahead don't know we're here. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. Okay. Entschuldigung, ich hätte gern die andere Waffe. Danke. Entschuldigung, der Weg. Das läuft doch schon mal. Das läuft nicht so gut. Da bin ich kein Freund von. Ich fürchte, da müssen wir näher ran. Auch wenn es mir gar nicht gefällt. Okay, ich fürchte, wir müssen da hoch.
Oh, der haben wir doch schon ganz gut zugesetzt. Keep moving. We need to find the main crash site ASAP. Being the son of Adrian Victus is a lot to live up to. They'll live to fight another battle. Er benutzt schon Leitern. Looks like we got the jump. Follow my lead. Follow my lead and shoot things. Die kriegen wir auch noch klein. Indem wir ihr in den Hintern schießen. Okay. I think we saved all those men. Over here. Okay. This way. Shepard here. What's your status? We're in deep. Commander, what's your ETA? Hang tight. We're on our way. Aber vorher lesen wir noch was. Deceleration online. We'll survive. Victus is going to pay for this. Coming! How is the commander beat this down? When we find him, we'll ask. Okay. Das war's schon wieder an Husks. Yes, Commander. Das war wertvoller Müll. Shepard here. Just saw harvesters drop a lot of enemies in your path. Understood. Harvester ahead and on the run. Okay. Okay, der wäre auch erledigt. Ja, das ist wieder so ein Scheißviech. Ah nee, das ist tatsächlich die Heuschrecke selber. Wer ist gestorben? Javik ist gestorben. So viel zur Überlegenheit. Reinhard fragt, ob die Turianer eher Römer oder eher Samurai sind. Also das Designvorbild, das offizielle bei BioWare, waren Römer. Also es sollte schon gezielt danach entwickelt sein. Eine Gesellschaft, in der auch dein politischer Erfolg davon abhängig ist, dass du definitiv auch im Militär gedient hast. Solche Sachen. Gott, ich mag sie nicht. Hier.
3, 4, 5. Die KI hat, glaube ich, gerade ihre Granate daneben geworfen. Ja, ich habe das Gefühl, die hat Plot auch. Ich habe auch das Gefühl, die hat Plot einmal meine Fresse. Aber immerhin schießt sie jetzt auf jemand anders als auf mich. Na, guck mal. Sie hat Lebenspunkte. Was Lebenspunkte hat, können wir auch töten. Okay, let's pick it up. It's important we don't lose this squad. To hold the Krogan back seems unproductive. All available forces should be mobilized against the Reapers. Krogan-Turian animosity is ancient and intense. It's inborn. And I need them to work together, so let's not complicate things. All right, let's move! Reaper blood will spill! Ich weiß, dass hier irgendwo eine schwere Waffe lag. Aber bisher haben wir die fast alle ohne geschafft. So. Läuft doch. Meine Fresse. Javik schon wieder tot. Wow, oh, oh, oh. Was zur... Die ist immer noch da oben zugange. Ich glaube, ich würde dann gleich wieder mal mit Position wechseln. Okay. Außerdem liegt hier schön viel Munition rum. Wie gesagt, irgendwo hier war noch eine fette Waffe. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo. Ah, das hat funktioniert. Ja, die essen sich gegenseitig. Ich schätze, deswegen heißen sie Kannibalen. Das ist so ekelhaft.
Hier ist eine Granate. Das ist auch ekelhaft. Was war das? Ja, da oben sind die Turianer. Over here. Lieutenant Victus? Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. Okay, Taktik ist also schlecht. You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Man kann immer wieder, wie immer, feinfühlig sein wie ein Bulldozer. Kommen Sie drüber weg. Schlechte Entscheidung, Komfort ist eigentlich das Gleiche, nur halt netter gesagt. So, ja, passiert. Weitermachen. Owning your mistake takes guts, but you have to get over it and move on. Of course. It's just fresh right now. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for, but your men signed on for it, and so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. How? Treten Sie ihnen in den Arsch. Ich glaube eher, dass bei den Turianern die Ehre, die so extrem wichtig ist, besser funktionieren kann. Außerdem, also im dritten ist es schon wirklich sehr, sehr vereinfacht. Oben ist immer nett, unten ist immer nicht nett. Selbst wenn man überhaupt kein Gespür für geschriebene Sprache hat, kann man sich daran orientieren. Also Ehre! Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. But we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's over. We are Turian, and we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the 9th Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out. Commander, come with us. We're a shell of what we were. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, you have a second chance here. Make their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Und jetzt einfach nicht hingehen. Wäre wahrscheinlich ziemlich arschig. Cerberus bomb. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place it in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean.
Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Primarch Victus. Impressive work on Tuchanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth at risk? Entschuldige mal, wir haben das erste Spiel unter anderem damit beendet, dass wir gute Teile der menschlichen Flotte geopfert haben, um unter anderem deinen Ratspräsidenten daraus zu holen. Also, ich weiß nicht, unter welchem Stein du die letzten Jahre gelebt hast. Aber ja, wie wär's mal mit ein bisschen Interspezies-Vertrauen? Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? It doesn't make sense. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And that's all. Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Und wieder stehe ich in diesem Teil des Schiffs. Ich kenne diesen Weg so gut. Lassen Sie mich hier raus. We could be on the front lines. Why have they got us guarding a door anyway? He's gonna break regs right now. War makes people stupid. Besides, we talked to the road. Collectors think Das stimmt. Hoffentlich wird das Schiff nicht nochmal von Kollektoren gestürmt. Okay. Ich würde sagen, dann setzen wir einfach das fort, womit wir gerade angefangen haben und suchen nach der Bombe. Punkte. Gut. Und Javik darf auch was lernen. So. Normandy shuttle. This is Lieutenant Victus with the 9th Platoon. Do you copy? We hear you, 9th Platoon. We're approaching the bomb site, Commander. Getting bounced around pretty bad. This is as close as we get, Lieutenant. Look for somewhere to set your platoon down. Copy that. Talk to me about this Cerberus bomb. It's not Cerberus, Commander. It's Turian. What do you mean, Turian? It was planted centuries ago, after the Krogan rebellions. The bomb was a safeguard against another galactic war. Brutal, but it makes a certain kind of sense. Put the Krogan down hard if they tried anything. Ja, schön. Ganz toll habt ihr das gemacht. You won't earn trust with tactics like that. But right now we focus on disarming that bomb. Yes, but Cerberus found it. Detonation means all-out war between my people and the Krogan. Right. Where is it? Those buildings ahead. Cerberus brought equipment to dig it up. The 9th Platoon will cover your flank, Commander. With all this activity, the Krogan have to know something's up. Then we can't fail, Commander. Copy that, Lieutenant. Let's move it, people! Get behind
gebe zu, dass so direkt im Feld abgesetzt werden, ist schon cool. Ich mach ja schon. War da nicht noch jemand? Okay. Wow. Sag Hallo zu Bob. Ich gebe zu, dass ich keine Ahnung habe, warum das Sturmgewehr heißt, aber ich glaube, weil man es einsetzt, wenn man stürmt. So. Ich glaube, jetzt haben wir es durch die Gegend mit dem Granatenhagel geschafft. Auf was wird hier noch geschossen? Da sind noch Leute. Copy that. Ach, ja, hier, diese große Öffnung. Da geht's weiter. Okay. Hallo? Shepard, komm aus der Deckung wieder raus. Ich glaube, ich habe mich festgebackt. Das ist ganz toll. Ja, ich kann mich hier nicht mehr rausbewegen. Geile Scheiße. Eigentlich bleibt ja nicht wirklich viel anderes übrig, als das neu zu starten dann, ne? Oh, ich kann aber auch das Menü nicht aufrufen. Vielleicht, wenn der Kampf zu Ende ist? Ah, ich glaube einfach, dass meine Tastatur gestorben ist. Das würde eine Menge erklären. Da muss ich zu unserem großen Bedauern eine lautere Tastatur nehmen. Wir schaffen das. Lisa hat es noch aufgebaut bekommen. Schön. Frag den Kampftechniker da vorne nach Tech-Support. Danke. Was ist links? We defeat the Krogan and then plant a bomb on their planet. Pretty extreme, but those were desperate times. A cunning strategy. Control your enemies without them knowing it. Natürlich findet Javik das gut. Cerberus is putting up a fight, but the 9th platoon is advancing, Commander. Good work, Lieutenant.
Copy that. Okay. I don't like the sound of that. Wenn die abhauen. Wenn die abhauen, heißt das vermutlich, dass sie die Bombe scharf gemacht haben, oder? Cerberus is retreating. Agreed. Let's go. Stirb! A planet hidden under the ruins. It must have been far enough underground to stay hidden. Cerberus had to dig it out. I hope Victus knows what he's doing. We won't get a second chance. We gotta move, Shepard. Commander, we're entering the bomb site. Moving towards the control station. Roger that. We're on our way. We're nearly on top of the bomb. Cerberus will be back with everything they've got. It was a mistake to allow us to get this bomb. Okay. Oh, ja, ich habe gerade Leuten in den Rücken geschossen. Das ist sicherlich auch nicht okay. Okay. Control schematics for automated turrets. Clever. No good now. Might be useful later. We need to hurry. Ich habe der Maggie selbstgemachte Pizzaschiffchen hingestellt und sie kann sie nicht essen. Weil ich schießen muss. Muss Gegner töten. Aktuell, ja, jetzt kann ich reinpassen. That'll take time. But like you said, no trigger, no explosion. Are you sure you can disarm the trigger? Yes, it's old tech. I know what to do. Buy me a few minutes, Commander. We'll make sure you have the time you need, Lieutenant. Understood. Starting bypass. And thank you for making sure I get this chance. Just make it right, soldier. Look out! Commander! Focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Detonation protocol interpreted. Shepard blocking access. All units engaged. Nobody gets past us. Clear? Understood. Okay. Ich muss wieder Leute töten. Wie wär's, wenn wir Pause machen, ich irgendwas erzähle und du deine Pizza isst? Aber dann hören die Leute mich kauen. Das will niemand. Aber dann musst du eine kalte Pizza essen. Die ist übrigens extrem schnell abgekühlt. Aber sie ist auch sehr lecker. Ist sie gut, ja? Ja. Nee, Nico kann kochen. Naja, wenn HelloFresh es mir erklärt. Das geht. Viele Leute kochen nach Rezept. Das ist wie, du kannst schreinern, du hast ein Ikea-Regal zusammengebaut. Also ich finde, das ist schon ein bisschen mehr dabei. Unwesentlich. Also, möchtest du was erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich spiele das Spiel ja auch gerade. Wir haben das vor fast einem Jahr beide nochmal neu angefangen, als die Legendary Edition rauskam. Das ist schon fast ein Jahr her. Das war im März, glaube ich. Nein. Oder war es im Mai? Ich habe März im Kopf, das könnte auch Mai sein. Und ich glaube, es war März. Das ist nicht, auf jeden Fall im Frühjahr 2021. Sagen wir einfach mal, es ist ein Dreivierteljahr her. Das kommt ungefähr hin, ne? Ey, die Zeit in dieser Pandemie ist seltsam. Macht komische Dinge. Ich drehe das Mikrofon jetzt ein bisschen mehr zu dir. Das Mikrofon mal zu mir. Bewege ich mich ein bisschen weiter weg, dass man mich nicht so kauen Du schwatzt mal in die andere Richtung, ja. Und wir haben jetzt wirklich ein Dreivierteljahr gebraucht, um 2,5 Spiele zu spielen, weil wir echt nicht so viel kommen. Und du es ja auch immer streamst, ne? Also du warst ja auch eine Weile weg und du wolltest es nicht ohne Stream spielen. Ich habe keine Ausrede, warum ich so lange brauche. Ich bin ein bisschen weiter als du. Ich bin jetzt gegen Ende des Spiels schon. Und du bist, glaube ich, noch so im ersten Drittel, ne? Mhm. Ja. Wobei, im Grunde gibt es 4 Akte in dem Spiel. Und das ist, glaube ich, der zweite. Du bist jetzt gerade noch auf Tachanka, ne? Ich habe jetzt nicht alles verfolgt, was du gemacht hast. Ich habe noch nicht versucht, die Genophage wirklich zu heilen. Richtig, das können wir dann. Aber da muss ich mich. Der Hund ist auch sehr an deiner Pizza interessiert. Oh ja. So ein Schnüffeln. Er war auch sehr am Kochprozess interessiert. Also er hat mich sehr aufmerksam beobachtet. Du musst dich seelisch darauf vorbereiten. Ja, man kann das leider nicht sehr weit hinauszögern. Es gibt irgendwann relativ früh im Spiel den Moment, wo man nichts anderes mehr machen kann. Mhm. Es wird ja auch, es gibt eine eifrige und erhitzte Diskussion im Netz dazu, wann man denn den Citadel DLC spielen soll, der ja ursprünglich der kam ja raus, nachdem das Spiel schon ein Dreivierteljahr alt war. Das heißt, alle haben ihn damals gespielt, nachdem sie, was ist denn Indie, was holst du denn hier rum? Nachdem sie das Spiel schon durchgespielt hatten und dann haben sie halt einen alten Spielstand geladen. Aber jetzt so beim 2., 3., 17. Durchgang gibt es Debatten, wie man das am besten angeht, damit es sich am besten anfühlt, wann mal diesen DLC spielen soll, der ja so ein bisschen die Entspannungsparty vor dem großen Finale sein soll. Und es gibt einen Punkt in dem Spiel, wo die Stimmung kippt und alles sehr deprimierend wird. Erstmal für eine Weile. Und viele sagen, man soll das unmittelbar vom Finale spielen. Aber dann ist es alles schon sehr finster. Ich finde das schwierig. Ich habe das jetzt leider gemacht. Ich habe zu lange gewartet. Ich habe das Gefühl, jetzt passt es nicht mehr. Man müsste das eigentlich nach der Ranoch-Geschichte machen. Okay, ich merke es mir. Ja. DLC ist ja so ein bisschen Housing, ne, für Shepard. Da hat dann plötzlich also ich weiß nicht, warum Anderson dieses unglaubliche Apartment auf der Raumstation hat. Ich vermute, dass das schon... Anderson ist schon ziemlich ein Player. Der hat ja auch was mit der Frau von der Grissom Akademie gehabt. Das war einfach so... Das war seine Wohnung auf der Citadel, wo er Partys gefeiert und mit seiner aktuellen... Da ist ein immer laufender Whirlpool drin und mehrere Doppelbetten. Mhm. Mehrere Kamine. Anderson. Ja. Und natürlich eine Bar. Also es hat schon so diese 50er Jahre Man Cave. Nee, wie nannte man das? Das, was reiche Junggesellen haben, Bachelor-Pad. Bachelor was? Bachelor-Pad. Okay, das habe ich noch nie gehört. Ich hatte einen anderen Begriff im Kopf, aber der fällt mir auch nicht mehr ein. Bachelor-Pad. Ich glaube, du hast das mal als Bumsbude bezeichnet. Ich habe das, als wir das Lego-Set zu Tony Starks Malibu-Villa gebaut haben, habe ich gesagt, das ist Tony Starks Bumsbude. Ja, genau. Bumsbude. Ich denke, das ist es. Das ist Andersons Bumsbude. Mhm. Ich finde nicht, dass das fehl am Platz ist in einem Spiel wie Mass Effect. Nö, vorsichtig gesagt, die ganze Galaxie ist ja kontinuierlich horny. Ja. Es gibt auch keine Menschen, die nicht perfekt, oder Aliens, die nicht perfekt proportioniert sind, ne? Also. Es gibt nur einen Körper. Ja. Und ein Kind. Ja, das ist sehr creepy. Alle Kinder sind exakt gleich groß. Und sehr ähnlich. Gab es noch andere Kinder? Ich dachte, es gibt nur das eine Kind aus dem Prolog sozusagen. Stimmt, wo hatte ich das denn? Wir hatten irgendein anderes Spiel, wo alle Kinder gleich aussahen. Ach so, ja, Witcher zum Beispiel. Oh Gott, ja. Aber in fast allen Rollenspielen sind... unglaublich creepy Witcher-Kinder. Das sind wirklich hässliche Kackbratzen, die Kinder in Witcher. Ne? Aber ich glaube, bei Skyrim gibt es ein bisschen mehr Varianz, oder? Also sind auch alle gleich groß, aber und alle unverwundbar, wie wir wissen. Aber du hast dein Pizzaschiffchen aufgegessen. Das heißt, ich kann dich jetzt wieder deinem Spiel überlassen und
kann die Welt da draußen von meinem Geschwätz erlösen. Hm. Immer reinschreibt, das DLC kann man schon vorher spielen, aber man sollte dann immer mal wieder zurückkommen, dass sich neue Szenen ergeben. Aber der Abschluss des DLCs ist ein schöner Abschluss des Spieles. Ja, man kann ihn aber nicht direkt vom Anfang an spielen. Man kann ihn, man bekommt ihn, glaube ich. Ja, man bekommt ihn entweder nach Tuchanka oder ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder doch, man bekommt ihn nach Tuchanka. Also wenn man da alles gemacht hat, kriegt man ihn. Okay. Pizzaschiffchen vernichtet, das war sehr lecker. Salat hast du noch? Ja? Ja. Das ist dein Salat, ich habe meinen jetzt schon runtergegessen. Der vor deinem Salat ist, er wird nicht kalt. Das ist korrekt, den kannst du auch nachher noch essen. Wobei die da ist warme Paprika drin, ist warm, ja. Aber gut, für alle, die es interessiert, ich fahre jetzt nochmal einkaufen. Ja? Warum fährst du nochmal einkaufen? Weil wir keine Spülmaschinentabs mehr haben eigentlich und dann können wir morgen nichts kochen. Ich habe die Pizzaschiffchen nur gemacht, weil das Einzige war, was ich machen konnte, ohne Geschirr zu spülen. Zu müssen. Genau. So, also wenn es interessiert, ich fahre jetzt nach Ahrensböck zum Rewe. Ja? Wer spontan ist, kann mich da die nächsten 20 Minuten treffen. Sei vorsichtig, was du sagst. Die 92 Leute hier im Stream werden jetzt alle sofort losstürmen nach Ahrensböck. Ja, das liegt zwischen Scharbeutz und Bad Segeberg. Und da kaufe ich jetzt Spülmaschinentabs. Und mal gucken, was noch. Reinhard schreibt um 21 Uhr. Oh, Herr Reinhard lebt offensichtlich in einem Bundesland, wo es nicht so spät noch Supermärkte gibt, die offen haben, also Bayern. Das meiste macht ja auch um 21 Uhr zu. Der Rewe ist die einzige Ausnahme, glaube ich, in der Gegend. Und natürlich der ungefähr 12 Minuten entfernte McDonald's, der durchgehend auf hat. Ja. Ja, gefährlich. Das war in der Pandemie ganz, ganz schlimm. Es sind gerade 2 weniger geworden, die sind schon mal losgefahren. Okay, ja, Maran hat korrekt. Ich gehe einkaufen. Okay. Viel Spaß mit Master. Zieh los, danke. Okay, wir machen hier weiter. Wo waren wir? Was passiert hier? Ah, da hinten sind Leute. Die Galaxie sehen, Leute treffen und töten. Wow, was ist der für Schilder? Wie desorientiert ist er? Schlimmer als ich. Welches Ding? Ich hab's noch gar nicht gesehen. Oh, ja, das gefällt mir nicht. Oh, direkt ist jemand tot. Cool. Indy gefällt das nicht, dass Nico gegangen ist. Was macht der Atlas da? Der hat eine Störung, glaube ich. Oder der schießt auf Jarvik, der praktischerweise auf der anderen Seite ist. Also, ich meine, das ist für mich sehr praktisch, aber irgendwie fühle ich mich auch... Nee, Garrus ist auf der anderen Seite. Irgendwie auch ein bisschen blöd, dass ich so ignoriert werde von dem Hauptgegner. Hallo? Das ist nur mein Sidekick. Garrus hat den jetzt fast niedergeschossen und ich habe Killstil gemacht, glaube ich. Okay. Commander, firewall's down. I'm in. Spirits. Cerberus hacked the trigger mechanism. It sent the... Disarm it. No time. I have to separate the trigger from the bomb. Now. Cover me.
dass das nicht gut für ihn ausgehen wird. Und wir haben vorgesehen, dass es 51 Sekunden sind, die er noch hat. Ich habe das Gefühl, die sollten schon abgelaufen sein. Er hat seinen Job gemacht. Commander, I've got radio chatter coming in from Krogan forces planetside. Sounds like they started sweeping out the remaining Cerberus troops. Hate to be the guy who told the Krogan about that surprise package. Did you get out all right? Sounds like it got ugly down there. The Turians took a lot of casualties, Joker. The Primarch's son included. Understood, Commander. Joker out. He never hesitated. Whatever he was before, he'll be remembered for this. What will the Turians think about this, Garrus? Hard to say. Sacrifice him more is expected. He did us proud, but we're a hard bunch to please. Living your life for the cause. Society first, platoon first. It's all just expected. He did what he had to do when it counted. Yes. Yes, he did. Und ja, Sekiro, ich habe den Proteaner schon dabei. Good work on Tuchanka, Commander. Stopping that bomb prevented the war between the Turians and the Krogan. We can't afford that kind of division right now. Joker said the Krogan are recovering the bomb? They moved in, won't allow Turians to send in recovery crews to help. Understandable. The situation is fragile at the moment. With Rex and the Primarch aboard the Normandy, you've got a situation brewing. We don't have a solid alliance between those two yet. Keep the peace, Commander. That's an order. Yes, sir. Heck it out. We couldn't risk another galactic war with the Krogan. The Genophage wasn't enough? You had to plant a bomb on my planet? The decision was made hundreds of years ago. So much has changed. Not enough to tell us about the bomb, coward. Hey. Ich fürchte, ich bin eigentlich fast immer auf der Seite von Rex. We can't let the past rip us apart. Working together, we have a chance. Primarch, you had a bomb on Tuchanka. And Rex, in the Turian's place, you would have done the same damn thing. Shepard. It's over. His own son died today making this right. Please, Commander. It's all right. Yes, fine. Shepard, you made your point. We have stronger enemies to face. We do. I understand your reservations before, Commander. But I hope you now understand the secrecy. Ich verstehe das alles, aber scheiße seid ihr trotzdem. Secrets get people killed. You've learned that the hard way. Yes. The hardest lesson I'm ever to learn, Commander. My son, he died with the respect of his men. I wanted to thank you for that. His sacrifice will be recorded in the histories of the 9th Platoon. Something any father would be proud of. Yes, sir. Ja, was für eine aufmunternde, leichte Stimmung. Okay. Als Konsequenz daraus hat er ein Elite-Team losgeschickt, die offensichtlich alle ein Visier wie Garrus tragen.
Again, Commander, thank you for ensuring my son died with honor. It's all a Turian father can hope for. But this is war. The time for mourning is later. Is there something you need? Despite everything, Primarch, I'm sorry for your loss. Thank you, Commander. And I know I'm not the first to lose their son to this war. Needless to say, I'm committed to stopping the Reapers. Okay, warum war der im deutschen Text im Englischen gar nicht da ist? Reinhard fragt sich auch, warum das alles ist, was sich ein Vater wünschen kann. Weil Turianer echt Of course, Commander. es auf die Spitze treiben mit Militarismus und der Staatstreue. Ich meine, sie sind im Grunde eine Überzeichnung, fast schon eine Persiflage von durchaus auch eben wie amerikanisches Militär funktioniert und eben auch dem römischen Vorbild. Wo vieles einfach nicht erreichbar war, wenn du nicht in den Legionen gedient hast. Und ich glaube durchaus, dass das als Kritik geschrieben ist und nicht als, das ist eine tolle Gesellschaft, in der wir alle leben sollen. Ah, eine Frau auf Benning gerettet. Yay. Wo sind alle? Alle da, wo sie üblicherweise sind, okay. So, wir haben hier noch eine kleine Mission auf Tutschenka und ich kann offensichtlich diese eine Stufe nicht seitlich gehen. Das hat sich ziemlich bewährt, unser Strike-Team aus Garrus und Javik. James, es tut mir leid, James, aber ich sehe keinen Grund, dich mitzunehmen. Lucky Sicilian schreibt, ich habe mich von dir inspirieren lassen, spiele auch aktuell mit einer Ingenieurin durch. Wie läuft's? Ich finde tatsächlich, es ist schon eine der spaßigsten Klassen, weil der Kampf relativ abwechslungsreich ist und man für jedes Problem eine Lösung hat. Okay, wir haben hier neue Mods gesammelt. Ich glaube, das ist so schon so, wie wir wollen. Vindicator. Ich denke, wir bleiben bei der Vindicator. Hallo Alirion. So, was können wir machen? Mehr Tech. Schaden erhöhen. Kraftschadenbonus, Gewichtskapazitätsbonus. Shepard Services landing forces away from the Tuchanka battlefields. Their target seems to be an ancient ground-to-space cannon facility that hasn't been used since the Krogan rebellions. The site has no obvious military advantage, and the Krogan are spread too thin to deal with it. Do we know what Cerberus is up to? No, but we do know that Cerberus doesn't act without a plan. Get in there, stop them. Find out what they're up to while you're at it. We'll get it done. See to it. Hack it out. Looks like Cerberus got that cannon operational, Commander. I'll go back up and get a read on what they're shooting at. Get on it.
Find and control one of those cannons. Kill anything in our way. Auch verbündet. Hi. Okay. Commander, I have a visual on an inbound Cerberus cruiser. The cannon fire is clearing the way. If that ship makes it to bombardment range, the Krogan resistance is in trouble. Keep track of it, Lieutenant. On it. Snipern aus nächster Nähe. Immer eine gute Idee. So. Oh. Ist hier nichts los? Das ist wieder eine von den Multiplayer-Karten, ziemlich offensichtlich. Wenn es kein Schlauch ist. War es ursprünglich für was anderes gedacht. Mass Effect 3 ist schon sehr publikumsoptimiert, sag ich mal. Oder Karten müssen so einfach zu lesen sein, dass sie bitte, wenn es nicht die Multiplayer-Karten sind, einfach immer nur eine Richtung gibt, in die es weitergeht. Damit man sich ja nicht entscheiden muss. Hi. Let's move! Okay. Wenn diese Markierungen vielleicht mal eine Sekunde länger bleiben würden. Wow. Das ist eine Scharfschütze. Schnecke. Finde ich nicht gut. Oh. Sieht irgendjemand irgendwas? Okay. Hier vorne hockt doch mal jemand. Ja. Okay, Bob beschäftigt da jemanden. Das ist hier so ein bisschen Shooting Range. Gern geschehen, Garrus.
Okay, irgendjemand eine Ahnung, wo wir hin müssen? Okay. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich schätze mal, dass wir wieder die andere Waffe brauchen werden. Blacky Caesarian hatte geschrieben, dass er deutlich mehr Fähigkeiten benutzt mit der Ingenieurin. Ja, ich schieße einfach wirklich sehr gerne. Ich mache hier das ja unter anderem sozusagen als Stressabbau. Aber ich könnte öfters bobben. Da. Hallo? Eins. Ah, da drüben ist noch eins. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. I've rerouted the power to the main console. Heading back now. Jetzt wollen wir wetten, dass auch die Feinde wieder da sind. Autsch. Das hat sicher weh. In den Lichtschutz. Mir fällt auf, dass ich gar nicht so viel Lebensenergie habe. War da schon wieder eine Granate? Warum stehst du da so? Stimmt was nicht mit dir? Okay. Ja, jetzt können wir mal heilen. Nein. Unangenehm. Aber weg. Wow. Ah. Das erklärt eine Menge. So. Commander, cruiser initiating bombardment. Cannon control restored. Targeting enabled. Coordinates, Lieutenant.
Uploaded. Firing. Direct starboard hit, Commander. Target breaking up. Repeat, direct hit. Dead and buried. All right. Good work, everyone. Okay. Shepard, with those Krogan cannons operational, Cerberus has actually given us the advantage in that system. The enemy's pulling back, but we think they'll try to seize the facility again. Seems likely. I'm sending an Alliance team to keep it secure. They've got a foothold in a strong defensive position, thanks to you. Glad to hear it. Good work, Commander. Hack it out. Okay, diesmal mal Kroganer dazu bekommen. Langsam aber stetig. Mühselig nähert sich das intergalaktische Eichhörnchen. Boah. Diesen Gang kann ich nicht mehr sehen. Gebe ich offen zu. Ich hätte vergessen, wie repetitiv das Spiel teilweise ist. Fast schon wieder ein bisschen wie das erste. So, bevor wir jetzt aber die Hauptmission auf Tuchanka angehen, reden wir nochmal mit ein paar Leuten an Bord. Aus Gründen. So, wer ist jetzt wo? Steuerbordbeobachtung, da ist aktuell niemand. Aware Krogan females find scars attractive. Garrus loyal, reasonably intelligent, bit aggressive, almost like Krogan. For the third time, Doctor, I'm not interested. Ah, Shepard. We were just... Are you okay? I'm fine, Rex. You can relax. Can't be too careful, or put any faith in Solarian doctors. This one is different. Is he? What's that? Simple blood test. What kind? Kind that ends the genophage. Far less painful than tissue sampling. Don't remind me. I think you enjoyed doing that. Shepard, please. Distraction's counterproductive. Also affecting comfort of patient. He was your inside source, Rex. You can trust him. Solarians have minds like a maze. You never know when they're leading you into a trap. Trap? Eve's release my doing. Would never have known about her if not for me. That was then. But she's out now. And if she gets hurt, I'll feel it. Understand. But my patient, my responsibility. Her welfare a priority. Will not allow her to be compromised by anyone. You got a quad, Doctor. Keep her safe. Our females have endured enough. Now have work to do. Prefer females of the species. You have a quad. Normalerweise Maybe with an inhibitor. ist das Idiom ja you have a pair, aber es wurde im ersten Spiel schon angedeutet, dass Kroganer mehr davon haben als nur zwei. Your immune system compromised. Considering options. And you have to do it out loud? Yes. Auditory learner. Need to hear self think, simulate conversation to promote new ideas, maximize productivity. But you're talking about me dying. Oh, apologies. Medical details causing emotional distress. I hadn't considered effect on patient. No, it just means I can't sleep. Doing my best to keep you alive. Will avoid sensitive subjects. Okay, reden wir doch mal mit Eve. Thank you for saving my life, Commander. I didn't think the Krogan had any allies left in the galaxy. We owe a lot to you, even if most people have forgotten that. They can be forgiven. Our actions have hardly inspired friendship. Part of being friends is knowing each other's name. I feel bad that I don't know yours. I surrendered it the day I became a shaman of the female clan. I belong to my sisters now. But perhaps one day, when this is over, you can know it. I didn't realize the Krogan had female shamans. Wisdom comes from pain, and the genophage has made us very wise.
Rather than surrender to despair, a few of us chose to preserve the ancient ways. We safeguard our culture, our knowledge, our secrets. So when our children live again, the Krogan will flourish. How were you initiated? You're locked in a cave for 7 days with just enough food to last. On the 8th, you'll starve. What does that prove? Your resolve. Every acolyte is given a chance. You either claw your way out through the rock with your bare hands, or you die. Kroganer schauen sich immer an, was andere Tough Guy Spezies in Science Fiction gemacht haben, wie Klingonen, und sagen, wie können wir das überbieten? How did you make it out alive? I started digging the wrong way. I was in complete darkness. Nothing other than my own heartbeat to sustain me. What happened? I found this. A simple crystal, but it became my chisel. Take it as a reminder, Commander. In the darkest hour, there is always a way out. How'd you get involved in Malin's experiments? The other females and I volunteered. We heard Malin was trying to cure the genophage for Clan Weirlock. Aren't they a rival clan? Rivalries are the invention of the males. Under their rule, Tachanka has laid in ruins for over 1,000 years. It's time females took back our place in society and resurrected our future. Malin was our best hope. I'm sorry none of the other females survived. I know. The youngest one, Kern, was the last to go. But she knew she would enter the void free of this curse, and then smile when she looked down upon the children of Tachanka. Her spirit will be the midwife to my firstborn. I found Malin's lab. It looked like a dungeon. His experiments were brutal. We learned that too late. He meant well, but his methods grew more barbaric as he went. We finally escaped into the rubble. Eventually, a Solarian team found us. They saved our lives. We were so sick. Would you go to Malin again? Absolutely. It only takes one candle to light a fire, and then the darkness is no more. Okay, fragen wir sie mal vollständig aus. Was hält sie von Rex, nachdem Mordin die ganze Zeit versucht, sie offensichtlich mit einem Turianer zu verkuppeln? What do you think of Rex? When he's not trying to sire half of Tachanka, he's the best thing that's happened to the Krogan. But I won't tell him that. His head's big enough already. Literally. He's turned into a strong leader. I know in his heart Rex wants what's best for us. Though not all the other clans see it that way. Why would the other clans give Rex trouble? You'd think they'd want a better future. It's not in the nature of our males to cooperate. They've evolved to be selfish. Their only concern is survival. Rex is different. He's a mutant. And that you can tell him. Rex, Sie sind ein Mutant. Do you think Rex will want revenge for the genophage? Some clans will expect it, but I hope Rex resists. He understands the cycle of violence must end if Krogan are ever to have a voice in galactic politics. Still, he's just one Krogan. If enough clans demand it, he may not be able to stop them. If you don't mind me asking, what's it been like living with the genophage? I knew sisters who couldn't bear the shame of being infertile. They would wander off into the wastelands, hoping a thresher maw would kill them and end their torment. Did the thought ever cross your mind? Yes. After my first stillborn. Shepard fragt auch all die freundlichen Fragen. Das, ich finde die ganze Thematik ist natürlich ziemlich heavy, aber yeah. What kept you from ending your own life? When my child didn't draw breath, that's when my life truly began. The genophage forces us to live on hope alone. There is nothing else. There is no reason to exist other than the hope that the next day will bring change. And if it doesn't, there is always the next. How do you think things will change after the genophage is cured? Our species will find its balance again. Females will help shape the future, like in the ancient days, before we were just pawns of power-hungry males. Most seem hell-bent on shooting anything that looks at them wrong. What else is there for them to do? Because of the genophage, they become wandering killers,
seeking targets to justify their existence, excuses to earn them honor. How's Morden been treating you? Better than Krogan males do. He's not like a typical Solarian. No. Organ redundancy results in new period before metaphase. Can't alter that. Damage to telomeres, premature aging. He does that. But I sense pain in him too. He told me about his work on the genophage. I should consider him an enemy. Yet I think seeing my sisters and I changed something in him. Sorry, Vorcha, offspring have an allergy to dairy and... Well, it wasn't his ear. Singt immer noch einzelne Strophen aus seinem Scientist Solarian Song. Wow, Indy! Was war das? It's my pleasure, Commander. I'm glad to see humans treat their women with respect. Und hast du Leute getroffen? A lot of responsibility on you. No more than your people have put on you. Then maybe we can show the men how it's done. Deal. Hast du alles gekriegt, was du brauchst? Ja. Sehr gut. Nico ist erfolgreich zurückgekehrt, wie man gehört hat im Hintergrund. Ja, der Hund hat sich sehr gefreut. Ja. Oh. Der Hund schaut gerade auch sehr lieb. So. Und jetzt, Bordin, lass uns reden. Wie läuft's? Shepard, blood work complete. Indicates significant stress on Eve's system. Malin's data thorough. Fortunately detailed as well. Have used notes to improve her condition. You always defended your genophage work. What changed your mind? Never change mind. Genophage proper decision at time. New circumstances necessitate course correction. Those circumstances being? Reaper invasion. Turians doomed without Krogan support. Krogan need unified threat, outlet for aggression. Cooperative symbiosis. Nothing else. No personal stake here. Getting old, Shepard. Not many years left. But still best candidate for project. Few Solarian scientists interested in genophage. None with my expertise. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Possibly. Stakes too high for inexperience. But not about them. My work. My job to put it right. To prove I can. How's she doing? No fever currently. Heart rate elevated. Likely stress. Eating appropriately. Could use another blanket. Something soft. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My medical recommendation. My people don't have time for that. Her opinion, somewhat different. Ich finde es schön, dass unter anderem Teil seiner Analyse ist, dass sie eine Kuscheldecke braucht. You care about her. My patient, my responsibility. Found her at STG base. 3 doctors injured trying to restrain her. Undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. Promised to help her. She said, please. Have you determined why she's immune? Genophage targeted hormone production during pregnancy. Modification project used same modality. Her immunity, totally different. Targeted glands now obsolete, like human appendix. Other glands mutated to produce proper hormones, enable viable burn. Also explains her weakness. Gland substitution imperfect. Health trouble. You think you can make this work for all Krogan? Yes. We'll use Eve's tissue to produce mutagen, alter gland function across entire species. Must improve mutagen as well, tune hormone production. Long-term illness for all Krogan otherwise. What can you tell me about the Shroud? Climate regulator. Counteracts radiation damage to Tuchanka's atmosphere from nuclear war. Particles emitted from main tower form layer that mitigates ultraviolet bombardment, prevents atmospheric escape of necessary elements. And your people put it up? Yes, when uplift process began. Demonstration of goodwill to Krogan, stabilize climate, impress population. Combined with technological gifts, easy to gain Krogan support against Ragnar. Ja. Wir haben sie so schön beeinflusst, dass sie für uns Krieg geführt haben. Gut habt ihr das gemacht. So we did the right thing by saving the data? Indeed. Would be much harder to treat Eve without it. Maybe impossible. And all those experiments we saw back on Tuchanka? Monstrous, repulsive, but now with purpose. Victims didn't die for nothing. So the end justifies the means. Not my means. But you're using the data, encouraging more experiments like Malin's. Encouragement irrelevant. Will always be scientists willing to perform unethical tests. Can't change that. But can help Eve. Can cure genophage. Won't ignore data vital to her survival because of unethical origins. Any word on Malin himself? No. Ordered teams to search for him when trying to help Eve. Nothing so far. Large galaxy. Lots of places to hide. Could already be dead for all we know. Would kill him now if possible.
unless he could help. Tja, er ist ultimativ pragmatisch. Thank you, Shepard. Glad to be back. You planning to stick around when this is over? Until Reaper's dealt with, at least. Then, not sure. Haven't made impact on Galaxy. Genophage modification, genophage cure, work against collectors, decisions, mistakes. Might go somewhere sunny, sit on beach, look at ocean, collect seashells. You go crazy inside an hour. Might run tests on the seashells. Okay. Fühlen wir uns gewappnet? So emotional und insgesamt? Ich entschuldige mich, im Hintergrund ist der Hund wieder am Kauen. Mal schauen. Hast du noch irgendwas Neues zu sagen? Another time. Nope, offensichtlich nicht. Sein Arbeitsplatz. Waffen, Munition. Tja, dann lasse ich dich mal in Ruhe. Und der Rest der Crew wird dann wahrscheinlich auch keine neuen Status-Updates haben, sondern erst, wenn wir Tuchanka hinter uns haben. Also zurück zum CIC. Es ist wirklich der Hund. Und er ist am anderen Ende des Raumes und isst sein Trockenfutter dabei. Es ist sehr laut. Naja, ich bin ja froh, dass er einen vernünftigen Appetit hat. Andy ist, wie gesagt, manchmal echt wählerisch. Und wenn man ihm sein Trockenfutter hinstellt, dann guckt er eins an, so, das habe ich nicht bestellt. Und lässt es erstmal liegen. Es sei denn, ist bei seiner Schwester oder seine Schwester ist zu Besuch. Die ist nämlich ein Staubsauger, die alles isst, was irgendwie halbwegs verdaubar wäre. Und Indy dann immer so, ach ja, ich muss das ja nicht sofort essen. Ich kriege ja irgendwann im Laufe des Tages, kriege ich ja auf jeden Fall irgendwann noch was anderes zu essen. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Und lässt es dann stehen und sie direkt hin und fängt an zu fressen. Und dann steht Indy daneben und starrt sie an und seinen Napf und dann uns mit so einem Blick, ist das erlaubt? Darf sie das machen? Okay. Abgesehen davon, Shroud. Die Genophagen-Mission. Trauen wir uns. All hands, full stop. Hostiles detected at the landing coordinates. Joker, what have you got? Sensors show a Reaper parked at the Shroud facility. No way you're gonna be able to land a shuttle there. Get everyone assembled in the war room. I want eyes on the Shroud. Aye, aye, ma'am. New form of Reaper, Shepard, using Shroud to poison Tuchanka's atmosphere. Problematic. They want to fight. They just got one. Primarch, we're gonna need your help. That could be difficult. Our losses on Palaven have been catastrophic. We're doing this for Palaven. No one said it would be easy. What do you have in mind? A combined attack. Your people hit the Reaper with an airstrike. Rex, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. Yes, distraction. Small team can reach Shroud facility, finish synthesizing cure. We'll need Eve to come with us. We've never faced a Reaper up close like this. Everyone on board? There's even a doubt? Let's move, Pyjack. It's time to cure the genophage. Commander, incoming message marked urgent. I'll put it in the comm room for you. Dalatras. Commander Shepard, we know you've reached Tuchanka. And by now, I imagine Mordin Solus has proposed using the Shroud. You spying on us? Hardly. The Shroud is the only viable course of action open to you. Commander, you can't allow your misguided sympathy for the Krogan to cloud your judgment. Do you honestly believe curing the genophage will end in lasting peace? We have to give the Krogan that chance. You can't condemn an entire race to extinction based on what might happen. What will happen is the Krogan will reproduce out of control. We uplifted them specifically for their violent nature, not their diplomatic skills. Another war is inevitable. What do you want, Dalatras? Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you were planning couldn't be done.
Morden will likely detect this malfunction and repair it. But if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails. No one will notice the change. You mean trick the Krogan? They need not be any the wiser. Let Erdnot Rex believe you fulfilled your promise. Morden would never stand for that. How you deal with him is up to you, Commander. We can provide you our very best scientists to build the Crucible, and the full support of our fleets. If I sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice is yours. Da bin ich nicht glücklich mit der Entscheidung, die einem da aufgezwungen wird. Aber das Spiel wird, je weiter man vorankommt, auch zusehends boshafter. Ich meine, es ist schon, vorsichtig gesagt, unfreundlich gestartet, aber ich glaube nicht, dass wir Großpunkte haben, nein. I've ordered the clans to assemble at the Hollows. It's our sacred meeting ground. We'll land there and take an armored convoy against the Reaper. This will be the defining moment of Krogan history. Krogan history filled with defining moments. Most bloody. Hope this one better. Commander, you seem troubled. I got a message. Rex, it's Reeve. The Reapers are already at the Hollows. Come out with guns blazing. Hang on tight. We're heading in. Ich wollte was sagen, aber das Spiel lässt mich nicht. Ob Sie mir das verzeihen werden? Schöner Schuss aus der Hüfte. Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Everyone pick your targets and keep an eye on our 6. Now move! The enemy is approaching. Push forward. Don't let them get up here. Shepard, it's ugly over here. Whatever you do, keep them away from the female. First Paladin, now here. We're not done yet. More on the way. Da klettert sie die Wand hoch. We almost got them all. They'll sing battle songs about this someday. Reaper blood has finally soaked our soil. We have to get to the Shroud. The airstrike is on its way. Female safe, Shepard. Vitals are strong. What's a Solarian doing here? Nobody said anything about this. Multiple Krogan. Problematic. Schön ist allein die Tatsache, dass es mehrere sind, für ihn schon ein Problem darstellt. Aber ich habe das Gefühl, er hat recht. Who are you? Erdnot Reeve, brood brother to our illustrious leader. Reeve and I share the same mother, and nothing else. For which I'm thankful. I remember what it means to be a true Krogan. We flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood. We don't invite them into our home. Reeve ist der Charakter, der Rex ersetzt in der Story, wenn Rex den ersten Teil nicht überlebt. Und wie man vielleicht merkt, ist mit ihm alles irgendwie schwieriger. This Solarian is not your enemy. He's here to help cure the genophage. His kind gave us the genophage. Why should we trust him? Oh!
Because I do. And so will you. Enough! You can stay here and let old wounds fester as Krogan have always done. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Who will join me? I will. And so will I. Now hold your heads high like true Krogan. There's a Reaper that needs killing! Da rollen sie los. This is Turian Wing Artimac. Our flight vector to the Shroud is locked. We're 10 minutes out and counting. Copy that, Artimac. We're on our way, trying to make up lost time. Shepard out. Reed isn't the only Krogan who wants revenge for the Genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the Ancients. Glory of Ancients led to Krogan rebellions, countless deaths, creation of Genophage. Expansion plan, problematic. What were the ancient Krogan like? Tachanka wasn't always a wasteland. In the old times, the Krogan were a proud people. We had dreams, a future to look forward to. Until Solarian interference. No, we destroyed Tachanka ourselves. Technology changed us. It made life too easy. So we looked for new challenges, and found them in each other. Nuclear war was inevitable. And now our planet is rubble. We'll need a better place to live. I'd say helping defeat the Reapers would be worth a new planet. Or 10. You haven't seen how fast we can pop them out. What? With the Genophage cured, we'll have a lot of catching up to do. Commander, on the shuttle, was there something you were going to say? The Dalitras tried to cut a secret deal with me. What kind of deal? She said they sabotaged the Shroud years ago. The cure won't work unless we fix it. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be done. And she thought we wouldn't know better? Correctly. Would likely have fooled tests. But familiar with STG work, can adjust. Did not come this far for nothing. You just spared our race another genocide, Commander. I told you we could count on her. Why are we stopping? Rex, you and Morden stay with Eve. It's looking ugly out here. Tut es das? Achso, ja, Tatsache, da ist ein Reaper. Das sieht nicht gut aus. What's the holdup? Road's out. The convoy can't make it through. Turian Wing Artimac, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper knows we're here. An airstrike isn't enough against the Reaper. We must join the fight. I don't care if we have to build a new road. We're going. Commander! Rex, get the female out of here now!
copy? We have to abort, Commander. That Reaper's tearing us to pieces. Understood. Save your pilots. We'll find another way. Rex, are you receiving this? Is everyone okay? Yeah, just scratches. Nothing the Solarian can't patch up. Reeves' truck made it out too. The Turians had to call off the airstrike. Felt like a tremor. We'll need a new plan for dealing with the Reaper. First we'll have to find you. Where did you end up? Underground. We see ruins of some kind. Commander, that's the city of the ancients. How do we get out? No maps exist. It's been abandoned for thousands of years. You're a trailblazer, Shepard. Get through there and we'll find a place to meet up. Nothing will stop this cure. Ist das cool. Never figured the Krogan for the artistic type. Notice they chose obedience as their subject. Ich bin kein Freund dieser Lichtverhältnisse. There it is again. That didn't feel like a tremor to me. Rex, are you guys feeling these tremors? Not up here. It could be something else, Commander. It is said that Kalros, the mother of all thresher maws, lives in this region. Which is another reason to get your ass out of there, Shepard. Kalros, I would guess. Impressive. I sure hope that's to scale. Any bigger and Which is another reason to get your ass out of there, Shepard. Step on it. Wenn ihr hier irgendwo Wegweiser angebracht hättet, wäre das deutlich leichter. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo ich hergekommen bin. There are bound to be more than just the ones we killed. Rex, we've got Rachni here. Keep an eye out. I know. A few of them just attacked us. All that matters is getting to that shroud. Find us fast. Daylight ahead. Now, this is new. Part of Chichanka that isn't rubble. Remnants of a failed species. Hey, du bist als einziger von deiner noch übrig. Ich würde jetzt nicht über andere Spezies lästern. Rex, we made it back outside. Well, if you can see sunlight, that's progress. And green. I didn't think plants grew here anymore. You're looking at hope, all that's left of it on Tachanka. This is once a world full of beauty. Given a chance, it can be again. Shepard, that Reaper is still up to no good at the shroud. Find a way out of there and we'll pick you up. We're on it. And when we get there, vengeance will be mine. Ahead, we've got movement. More opportunity for a kill. Kleinen Scheiße. Ich kann sie nicht leiden. Bob, bring die Leute mal in Bewegung. Danke. Was? Jetzt schon keine Munition mehr? Shepard. Another quake. Kalros is more than a bit. Stay sharp. Hang tight, we've got more on the way.
Wo habe ich das denn hingefeuert? Irgendwie sinnvoll. Watch it, we've got one of the big ones. And he isn't alone. Nö. Leute, bleibt da nicht einfach so stehen. Saftiges Geräusch. The enemy is dead for the moment. Ich hoffe, die stehen nicht nochmal auf, Javi. Rex, you're right about Calros. She's on the move. Yeah, we've got some ideas on that. What? Not now, Rex. The commander has enough to worry about. What's happening? Some crazy idea we can talk about later. Just worry about getting out of there right now. Looks like another shooting gallery. Tatsache. Steht die da einfach rum? Looks like we got a bridge up ahead. Try to find it, and we'll pick you up there. A little preoccupied right now. I didn't say it would be easy. I'm really starting to hate this place. Ich auch, Garrus, ich auch. Das war nicht so geschickt. Schön. Die kleinen Mistviecher. Cooler Tail-Sound von der Waffe hier in dem offenen Raum. Immerhin hat sie präzise die Brücke nur in der Mitte auseinandergepflückt und nicht ganz eingerissen. Now where do you suppose? And the thing is, I bet Rex is enjoying this. Watch it, more ahead. I have them in sight. Rex busy driving truck. Are you still alive? Doing what we can. What about you? Alarmed yet entertained. Calros is quite resistant. Stay close. Drive faster. I can smell the damn thing's breath. Okay. Shepard, we've almost lost Calros.
So, wo müssen wir hin? Nein. Shepard, get over here. Reeve, keep an eye out for that model. I don't want it sneaking up on us. Make it quick, Rex. We're exposed. Move it! It's Calroth. Move, Shepard! We're in! Go! What about Reed? No way he survived that. And he was a pain in the ass anyway. Now let's finish this. There's a Reaper waiting for us. So viel zu Reeve. I don't think we've got a big enough gun to handle that. Vengeance is the goal. Suicide is not. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. And I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers, actually. Calroth. We summon her to the Reaper. Would that even work? Already discussed strategy. Just need to distract Reaper. Draw it from tower while Cure synthesized, released. What makes you so sure she'll come? Legends say she is the mother from which all other Thresher Maws spawn. This is as much her home as ours. If Tuchanka has a temper, Calroth is it. Nobody's ever faced her and survived. I've taken some risks in my time, but this seems crazy. And going head-to-head with Sovereign didn't? This is the only way to get to that tower and release the cure. There's no other choice. But how would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Calroth's glory. The Solarians thought she would scare away intruders. Appears to have worked. There are 2 Maw hammers there, the largest in existence. If you can activate them, Calroth will come. That should distract the Reaper. Meanwhile, laboratory nearby. We'll finish synthesizing Cure. Let's make sure we all get out of here alive. We're gonna have one hell of a story to tell. Wait! I want you to know that no matter what happens, you've been a champion to the Krogan people, a friend of Clan Erdnot, and a sister to me. To every Krogan born after this day, the name Shepard will mean hero. Now, let's show them why. Go! I've got this. Die sind so eklig. See you on the other side. Stay alive, Shepard. We'll have Cure ready. Let's get in there! Okay, danke Rex. Endlich macht sich mal jemand nützlich. Okay. Shepard, some luck. Original strain in storage. Preparing the cure now. Make it quick, Morton. They're all over us out here. At last, the Reaper! Yeah. Everyone all right? Fine here. Mostly. I faced worse. Did we just get shot by a Reaper? Okay, Shepard. I raised the hammers.
both of them. My advice is avoid the giant laser. Danke, super. Now this I've never done before. I remember this part. Just keep moving. Stick to cover. I'm not sure cover's going to work. Hard to believe we're really doing this. This is the easy part. Don't stop. Javik, du hilfst nicht wirklich. Ich finde das alles andere als harmlos, was wir hier machen. Okay. Turianer. I knew they wouldn't give up. Das ist mir zu groß. Zu groß, zu groß, zu groß, zu groß. Viel zu groß. Und er schaut mich wieder an. Up on our left, one of the hammers. The second is on the right. Reaching them is another man. Ich bin gerade von einem Reaper-Fuß getroffen worden, oder? Kann das sein? Okay, mich. Oh. Ich habe vage Erinnerungen an diesen Part. Dass ich ihn nicht gut fand. Kein Fan, kein Fan, kein Fan. Okay, wo sind die? Da hinten. Okay. Ja, ach. Mama Scheihulut ist sauer. Also könnte man das Reaper-Problem lösen, indem man einfach auf jedem Planeten riesige Thresher-Monster heranzüchtet. Leider, schätze ich, brauchen die Jahrtausende. She's okay? Headed to safety now. Her survival fortunate. Will stabilize new government should Rex get any ideas. Good match. Promising future for Krogan. Damn! Control room at top of Shroud Tower. Must take elevator up. You're going up there? Yes. Manual access required. Have to counteract STG sabotage. Ensure cure dispersed properly. Morden, this whole thing is coming apart. There's gotta be another way. Remote bypass impossible. STG countermeasures in place. No time to adjust cure for temperature variance.
No, no other option. Not coming back. Suggest you get clear. Explosion likely to be problematic. Morden, no! Shepard, please. Need to do this. My project, my work, my cure. My responsibility. Would have liked to run tests on the seashells. I'm sorry. I'm not. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Warning, temperature malfunction detected. Warning, temperature malfunction detected. Studied species Turian, a saurian, Batarian. Temperature now within acceptable range. Dispersal commencing. My science studies range from urban to agrarian. I am the very model of... A long time ago, my father betrayed me in this place. His own son. He tried to kill me, so I had to kill him. Right over there. That's what the Genophage reduced us to. Animals. But you changed that today, Shepard. Now we'll fight for our children, not against them. It's just a pity Morden had to die. Yeah. He wouldn't have had it any other way. And I'm sure wherever he is, he's putting in a good word for us. We'll name one of the kids after him. Maybe a girl. But you, Commander, we can thank you in person. Tell the Turians I'll be deploying troops to Palaven immediately. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, you let me know. The Krogan are back in business. Goodbye, Commander. What will you do now? Spread the hope you've given us. Even now, there are clans gathering in the Kelphic Valley. I'll go speak to them and make sure this gift isn't squandered. Thank you for all that you've done, and know that Erdnot Bakara calls you a friend. Okay, Bakara heißt sie. Ja. Ich erinnere mich, dass mich das erste Mal ziemlich fertig gemacht hat, die Szene. Warum ist der Ton weg? I never thought I'd see the day. Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. I take it that leaves the Solarians out of the equation. The cost of their support was too high, sir. Well, I'll defer to your judgment on that, Commander. Let's hope we don't need them. Hackett, out. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palaven. You kept your end of the bargain, and now I'll keep mine. The Turian hierarchy will stand with humanity against the Reapers. I'm glad we can help each other out. It's the only way we're gonna defeat the Reapers. That much is certain. To that end,
Several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Yes, sir. And when the time comes to deploy it, the full measure of our fleet will be there for Earth. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. Morden dying, it can't be easy. I'll sleep when I'm dead. We both know you need a clear head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. I'll make sure Joker doesn't launch any suicide missions. Anything happens, you let me know. Immerhin haben wir Garrus noch, der ein guter Kumpel ist. Und Traumszene. It's open. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? Thinking of some friends who aren't around thanks to this war. That's thanks to the Reapers, not you. Are you thinking about anyone in particular? No one I want to talk about right now. I understand. Didn't you have something for me? The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. He called the comm room. The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs. Und ich weiß nicht, warum man in dem Traum immer durch Watte läuft, Mr. Stokes. Commander, there is something we should discuss, if you are finished rewriting history. I made my decision, Counselor. There's not much anyone can do about it now. Yes. We're going to have billions more Krogan in the galaxy. It's a good thing you saved my life once, Shepard. Otherwise, well... I have concerns about humanity's representative, Councillor Udina. My agents have discovered that he's using his authority to move vast sums of money. For what purpose? We're not sure. If Udina's dirty, it's best we get to the bottom of it fast. Agreed. Come to the Citadel. We will review the evidence and discuss this in private. Valorn out. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Was für Hackett? Commander Shepard, something you need to talk about? Okay. What's our state of readiness, Admiral? I won't lie, Shepard. We're bogged down. Things aren't looking good in most sectors.
We need to increase the tempo and chalk up some wins, otherwise this won't end well for the human race. Or any race. What about the extra help we picked up along the way? The Krogan and Turians have obviously been a big help. Urdnot Rex running the show is a bonus for us. And that female Krogan you rescued is rallying more support from the other clans. I'm glad you disabled that mom in Tuchanka. We could have lost a lot of Krogan support. As it is, we picked up some Turian troops. Good to hear. What about the Rachni? I wouldn't have believed it, but the Rachni are helping us build the Crucible. You're kidding. Turns out they have a knack for weapons of mass destruction. In hindsight, I guess they'd know a thing or two about waging a galactic war. No problems with them then? Other than scaring the hell out of our engineers, no. Not a lot of small talk going on there. How about the Solarians? Interesting wrinkle. We've been getting back-channel commitments from the strike teams within STG. They're promising to back us. Even after I cured the genophage? Our intel suggests there are cracks developing between the military and the politicians. These STG guys know the score. They're not going to jeopardize the entire Solarian Union just because some Delatras didn't get her way. Do you know how the other races are doing against the Reapers? Believe it or not, the Turians and Krogan actually seem to be getting along. Urdnot Rex has deployed troops, and they're giving the Reapers a moment of pause. The Solarians are still hanging on to Sirkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks, too. What about the Asari? They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of taking Thessia. Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yogg homeworld. Can't say that I blame them. Yogg have teeth. Well, if we lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Just the ones who can threaten them. Okay. Wir können tatsächlich noch über alle anderen fragen. Wie geht's den Batarianern, nachdem ich 300.000 von ihnen in dem DLC vom letzten Spiel vernichtet habe? What happened to the Batarians? Never stood a chance, hit by the Reapers straight out of the gate. And without any allies to call on, I think the Batarians are history. Any word on the Volus and Elcor? The Turians and the Krogan sent forces to the Volus homeworld, Irun. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nasty ground war. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers encroaching on their territory soon. Do you know anything about the Hanar and Drell? Their luck is holding. For now, the Reapers have avoided a direct invasion of that sector. Though we've heard Drell wetwork teams are mobilizing fast to shore up their border with the Solarians. I knew it, Drell. The Reapers don't want to tangle with them. Have we heard anything from the Quarians or Geth? Something might be brewing near the Geth border, but our intel is sketchy. News is getting harder to come by as things get worse. Okay. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Okay, das sind die Kroganer. Oh, wir haben einen ordentlichen Sprung gemacht. Urdnot Rex sind allein 30 Punkte. 300 kroganische Clans, 300 Urdnot, 75 Söldner. Okay. Die Turianer sind deutlich weniger wert als die Kroganer. Wow. Und die Menschen führen tatsächlich, was militärische Stärke im Bündnis angeht aktuell. Schräg. So ändern sich die Verhältnisse. Oh, wir sind den Primarchen losgeworden. Und Rex auch gleich. Still hier. So, ich würde aber sagen, dass wir für heute Feierabend machen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Diese Woche werden wir, also morgen, eine ganze Menge verschiedenster Sachen durchspielen, anspielen, generell spielen. Der Tag war schon lang, Entschuldigung. Admiral Hackett has requested your help with a Cerberus fighter base on Novaria.
Morgen ist wieder Nessie dran. Am Mittwoch spielen wir hier Cthulhu, und zwar ein die One-Shot-Version einer Station in abgewandelter Form des Orient-Expresses. Und unter anderem mit Mauki, einer Streamerin und Cosplayerin, die wir noch nicht zu Gast hatten, die das erste Mal dabei sein wird. Und am Donnerstag haben wir Worldbuilding mit Till, wenn alles gut geht. Freitag wird wieder was gezockt. Und am Wochenende sind wir, glaube ich, nicht am Start. Aber ansonsten wird Nico mich verbessern, wenn ich gerade was vergessen habe. Und was Nico auch machen kann und wird, ist einen Raid einleiten, würde ich sagen, falls er noch jemanden im Blick hat. Ansonsten lass mich wissen, Nico, falls wir nichts mehr zur Verfügung haben. Ich schaue noch kurz in meine Nachrichten. Oliver schreibt, Mauki ist sehr nett, das ist korrekt. Wir raiden rüber zum Schelm von 4 Helden und ein Schelm. Dann kann ich hier Schluss machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis Mittwoch. Macht's gut, ihr. Tschüss.